Ein Philips CD 304 im stolzen Alter von nun 40 Jahren. Der benötigt jetzt natürlich ein bisschen Zuwendung und deshalb will ich den heute mal mit dem Revisionsset und Upgrade-Set auf Vordermann bringen. Was haben wir denn hier? Das sind Dioden fürs Netzteil. Das sind die Metronomsockel. Damit wird das Wandler interne Shift-Register extern getaktet. Der Wandlerausgang wird in Class A versetzt und eine Frequenzkompensation findet zudem statt. Also das Wandler interne Shift-Register wird dadurch aktiv korrigiert. Dann haben wir hier eine sogenannte NOS-Bridge, die ersetzt dann den Digitalfilter. Hier haben wir Operationsverstärker und bipolare Ausgangskondensatoren. Das ist alles das Upgrade-Kit. Das hat mit der Revision an sich so nichts zu tun. Das sind einfach technische Neuerungen. Einmal ein Pflegeset, um die mechanischen Teile zu überholen, und ein neuer Gummiriemen. Hier, das ist ein neues Displayglas. Wie man sieht, wären die leider ein bisschen blind im Laufe der Zeit. Das kriegen wir natürlich auch wieder hin. Und dann einmal das komplette Kondensatorenset, weil die vorhandenen Kondensatoren natürlich komplett gealtert sind. Das werden wir natürlich auch messtechnisch mal untersuchen. Und dann fange ich einfach mal an, den Philips CD304 auseinanderzubauen und mit der Revision zu beginnen. Und in Windeseile ist der CD304 auch schon in seine Einzelteile zerlegt. Da haben wir hier das schöne Röhrendisplay. Das ist der Kopfhörerausgang. Diese kleine Platine, die steuert die CD-Lade. Das ist das Servoboard, das ist zuständig, um die Funktion des Lesers zu steuern. Das ist die Decoder- und Wandler-Analog-Platine mit den Mono-Wandler-Chips TDA 1540. Hier beim 304 im Plastikgehäuse, also mit einem P dahinter. Da wird auch einiges geändert. Das ist das Netzteil. Da gibt es auch einige Änderungen. Und das ist das CDM1-Laufwerk mit seiner zugehörigen Laserplatine. Hier im Gerät selbst, da bleibt jetzt nicht mehr so viel. Das ist jetzt noch der Netzschalter. Da empfehle ich, den immer zu überholen, beziehungsweise den Übergangswiderstand der Kontakte zu messen. Den Transformator, den stelle ich auf 240 Volt um. Das habe ich alles detailliert gezeigt im Video zum CD101. Das verlinke ich mal da oben. Wie man den Trafo umstellt, wie man den Schalter hier wieder auf einen geringeren Übergangswiderstand bekommt. Anfangen tue ich wie immer mit dem CDM1-Laufwerk, das komplett zu überholen, also elektrisch, neue Kondensatoren etc. nachlöten,
Dann die mechanische Wartung der Motorwelle etc., das untere Spindellager. Das zeige ich jetzt nicht detailliert. Wer sich das anschauen möchte, da gibt es ein sehr langes, detailliertes Video, auch zu einem CDM1 Laufwerk, auch zum Philips CD101. Da ist das nämlich alles baugleich. Das verlinke ich dann jetzt auch nochmal hier oben. Dann kann man sich das in der langen Version anschauen. Das muss ich ja nicht jedes Mal neu filmen. So, und der Laser und die Mechanik, die sind schon wieder eingebaut. Der Netzschalter, der hatte einen Übergangswiderstand von 2 Ohm. Den habe ich gereinigt. Der hat jetzt nur noch 3 Milliohm Übergangswiderstand. Trafo, wie gesagt, umgestellt. Dann diesen Schalter hier hinter. Den auch gereinigt. Die Mechanik, da die Verschleißteile erneuert. Ein neuer Silikonriemen und ein neues Zahnrad wurden eingesetzt. Dann geht es weiter mit dem Netzteil. Hier werden also natürlich auch alle Elektrolytkondensatoren erneuert, wie das immer sein muss. Was mache ich noch? Diese Dioden hier für die Gleichrichtung. Die werden also alle ausgetauscht gegen solche Ultrafast-Dioden. Und danach werden diese blauen, kleinen Snubber-Kondensatoren, nennen sich die, die sind jeweils parallel geschaltet zu den Dioden, die werden komplett entfernt. Wieso, weshalb, das habe ich auch detailliert in dem Netzteil-Video zu dem CD101 erklärt. Das mache ich jetzt auch nicht nochmal. Das verlinke ich mal hier oben. Ups. Ja. Das Netzteil ist fertig für den Wiedereinbau. Also wie gesagt, die Gleichrichterdioden wurden gegen Ultrafast getauscht. Die müssen auch nicht ganz auf der Platine aufsitzen. Das ist also thermisch besser, wenn die sogar ein bisschen hoch stehen. Danach die Snubber-Kondensatoren entfernt. Den alten Klebstoff hier, der hier vorher auf der Platine war, den komplett entfernen. Der kann korrosiv werden, obwohl das jetzt bei dem Philips Klebstoff nicht so schlimm ist. Das bei den Marantz Klebstoffen war das deutlich schlimmer. Alle Spannungsregler isoliert angebracht. Und auch hier an der Unterseite, ist die Massefläche hier zweimal mit dem Kühlkörper verschraubt. Und da habe ich an einer Schraube hier also einen Isolator angebracht, dass ich hier nur einen zentralen Massepunkt habe. Alles nachgelötet, also insbesondere die Spannungsregler natürlich. Anschließend das Ganze konserviert und versiegelt. Und so kann das Netzteil jetzt wieder eingebaut werden. Ups, alles fällt nach unten. Und bevor ich dann irgendwas anderes mache, prüfe ich erst alle Spannungen hier an den einzelnen Pins. In der Videobeschreibung unten ist ein PDF-Dokument verlinkt. Da sind die einzelnen Spannungen, die hier zu messen sind, aufgeführt. Das macht es sehr komfortabel, hoffe ich. Sollte sich dabei herausstellen, dass ein Spannungsregler defekt ist, dann muss man den natürlich tauschen. Ich versuche das zu vermeiden und die alten wieder zu verwerten. Aus einem bestimmten Grund. Die Qualität ist heute nicht immer so gut, wie die bei den hier bereits vorhandenen Spannungsreglern ist. Insbesondere ist dieser Spannungsregler hier, der nicht am Kühlkörper sitzt, sieht man das? Hier, dieser. Das ist also teilweise schwierig, der Ersatz für zu finden, weil der hat eine Eingangsspannung von 36 Volt. Und viele Typen, die hier angeboten werden, das ist also ein negativer, der nennt sich 7918.
der generiert aus diesem minus 36 Volt die minus 18 Volt für die analoge Spannung der Wandlerchips TDA 1540. Und der wird also hier, was man jetzt kaufen kann, das wird also dann am Limit betrieben und dann gehen die sehr schnell kaputt. Also muss man genau schauen, was man hier reinsetzt. So, Kondensatorwerte, die sind hier auch überhaupt nicht erhöht. Das sind die Originalwerte aus gutem Grund. Wir würden mit erhöhten Werten hier schlechteres Noise-Verhalten haben, höhere Mikrofonie, höheren Einschaltstrom. Also das hat nur Nachteile, hier die Werte übermaß zu erhöhen. Deshalb behalte ich hier die Originalwerte. Genauso wie man es manchmal sieht, da werden dann diese Kondensatoren hier mit Folienkondensatoren überbrückt. Das machen wir hier überhaupt gar nicht. Also ich mache das nicht. Wer es machen will, soll es machen. Ich bin der Meinung, dass das da nichts zu suchen hat, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben hier bis zum Verbraucher, was auch immer das ist, ob das die Operationsverstärker der Ausgangsstufe sind, haben wir Widerstände, Kabel. Wir müssen also eine Spannungsstabilisierung machen wir lokal, nicht hier im Netzteil. Also das lassen wir lieber sein. So, dann kann das Netzteil wieder eingebaut werden und wie gesagt, erst alle Spannungen prüfen, bevor es weitergeht. Nachdem alle Spannungen im Netzteil erfolgreich getestet sind, geht es dann jetzt weiter mit der Servoplatine. Hier müssen natürlich auch wieder alle Kondensatoren getauscht werden, insbesondere diese axialen blauen Philips-Kondensatoren, die sind fast immer tot. Die müssen da raus. Bevor ich jetzt da anfange, die Kondensatoren einzulöten, nehme ich mir dann erstmal so einen Kondensator und löte hier so ein Stück Draht durch diesen Punkt hier. Da haben wir 2 Stück von einem hier und einen da. Das ist eine Masseverbindung von der Oberseite zur Unterseite. Da ist also nur Lötzinn durch und dadurch, dass die Platine sich ausdehnt bei Wärme und wieder dann zurückbiegt, wenn es abkühlt, bricht irgendwann diese Lötverbindung hier in der Mitte und deshalb muss da einfach ein Stück Draht durchgelötet werden. Man sieht hier bei dieser Platine zum Beispiel, die Oberseite ist hier vollflächig verkupfert und auf der Unterseite haben wir hier insgesamt weniger Kupfermasse. Das heißt, wenn diese Platine jetzt warm wird, ist hier mehr Kupfermasse zum Ausdehnen und die Platine nimmt also so eine Wölbung an. Wölbt sich also hier so durch. Und dadurch können also diese Durchkontaktierungen, Griplets hier brechen, wenn da halt nicht ein Draht durchgelötet ist. Was gibt es sonst noch zu beachten? Dann gibt es hier diese Aluminium-Feststoffkondensatoren, 4 Stück. Das sind diese. Da ist der Pluspol, der ist teilweise, manchmal ist er hier sehr nah an der Massefläche. Da hilft es, wenn man diese einfach ein Stück höher setzt. Also kurz loslöten und etwas höher setzen. Was hier sonst noch manchmal auffällig ist an Defekten auf dieser Servoplatine, das sind diese Folienkondensatoren hier. Da haben wir welche. Hier unten sitzen noch 2. Dann haben wir hier einen größeren. Also das ist schon hin und wieder aufgetreten, dass da mal einer kaputt ist. Die sollte man auch überprüfen, insbesondere wenn es dann Schwierigkeiten macht. Zum Beispiel äußert sich hier ein Defekt an diesen Kondensatoren, manchmal durch komische Geräusche der Lasermechanik. Zum Beispiel dieser hier, dieser große, das habe ich schon erlebt, wenn der kaputt ist. Das hört sich dann manchmal an wie ein quietschender Keilriemen am Auto im CDM1-Laufwerk.
Wenn also da die Funktion nicht hundertprozentig gegeben ist, hilft es, wenn man dann zuallererst auch mal diese Folienkondensatoren überprüft. Einfach mit so einem Messgerät überprüfen, messen, wie ist das mit dem Wert. Und teilweise macht es Sinn, die sogar zu entlöten, bevor man die misst. Die sind von der Bauart bedingt, sind die sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit oder auch Hitze, und dann können die auch schnell mal kaputt gehen. Dann müssen die natürlich ausgetauscht werden. Und so darf die fertige Servoplatine dann von unten aussehen, nachdem sie nachgelötet wurde, gereinigt und auch versiegelt. So, die Oberseite, die am besten nicht reinigen, weil, wie gesagt, dann nehmen diese Folienkondensatoren Schaden. Die Kondensatoren statt jetzt dieser axialen Typen sind hier ja jetzt stehende Kondensatoren, radiale eingelötet, weil es diese liegenden Kondensatoren, da gibt es also keine gescheiten Qualitäten. Dann ist es natürlich wichtig, dass ich hier die Beinchen mit einem Schrumpfschlauch isoliere. Das habe ich also auch schon gesehen, dass da hier diese radialen Typen eingesetzt werden, aber dann kein Schrumpfschlauch verwendet wird. Das kann also sehr schnell zu Kurzschlüssen hier zur Masse führen. Das ist also katastrophal. Ja, ansonsten ist hier soweit alles behoben. Hier sind jetzt präventiv ein paar Transistoren erneuert worden. Das ist nicht unbedingt nötig, wenn die Funktion soweit einwandfrei ist. Wie gesagt, auffällig sind eher diese Folien. So, was nachgelötet ist hier auch insbesondere der Quarz. Da können also schon mal kalte Lötstellen auch auftreten. Ich setze auch immer noch so einen kleinen Lötpunkt hier an die Außenhülle von dem Quarz, dass der einfach mechanisch da befestigt ist und auch das Gehäuse mit der Masse verbunden ist. Dann ist die Servoplatine jetzt auch wieder fertig für den Einbau. Und dann geht es weiter nach gleichem Muster mit der Decoder- und Analogplatine. Wieder alle Kondensatoren tauschen, wie in der Anleitung, die unten verlinkt ist, aufgeführt. Dann, wie gesagt, auch hier den Quarz wieder befestigen mit einem Lötpunkt, nachlöten alles, die Unterseite. Die Wandler, den Digitalfilter und die Operationsverstärker, die löte ich jetzt auch aus, weil dann da die entsprechenden Module reinkommen. Was ist hier sonst noch zu beachten? Diese Read-Relais. Das hier kann man vernachlässigen, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist das D-Emphasis. Das wird eigentlich eher weniger benutzt oder gar nicht bei den meisten CDs. Das ist das Ausgangsrelais. Da sollten einmal der Übergangswiderstand von diesen Glasröhrchen hier im geschalteten Zustand überprüft werden. Das zeige ich jetzt aber auch nicht. Das habe ich auch im CD101 Video ausführlich gezeigt. Ich verlinke das nochmal hier oben. Da kann man sich das nochmal anschauen. Ja, dann geht's los mit dem Entlöten. Und so sieht die Decoderplatine dann aus, wenn alles entlötet ist. Und ich fange wieder damit an, dass ich hier diese Durchkontaktierungen, diese Punkte hier, da haben wir also einige hier auf dem Board, dass ich die wieder mit einem Draht von einem Kondensator durchlöte. So, das sind die entlöteten Bauteile. Wiederverwerten werde ich davon nur die Wandler und die Relais, wenn ich hier den Übergangswiderstand gemessen habe und der auch gut ist. Wie gesagt, das nochmal im 101 Video anschauen.
wenn man das im Detail sehen möchte. Und die fertig gelötete Analogplatine. Die Platine ist also jetzt fertig, dass die Wandler wieder eingesteckt werden können und dann eingebaut wird. Jetzt bleibt nicht mehr viel, nur noch die Displayplatine mit ihren paar Kondensatoren. Dann noch ein neues Displayglas einbauen. Hier habe ich was Interessantes entdeckt. Hier sitzt also ein Lötzinnspratzer da und macht hier beinahe einen Kurzschluss. Das ist also bei der Fertigung schon da drauf gespritzt aus irgendeinem Grund. Denn hier habe ich ja noch gar nicht gelötet. Das macht also fast einen Kurzschluss hier zu diesem kleinen. Kann man abziehen. Wenn ich jetzt ein Gerät fertig gebaut habe und probiert es das erste Mal aus und das funktioniert nicht, das ist die größte Fehlerquelle. Dass irgendwo so ein kleines bisschen Lötzinn zwischen zwei Pinnen sitzt und einen Kurzschluss veranstaltet. So, dann will ich mal hier die letzten Kondensatoren einlöten. Auf der Displayplatine habe ich die Kondensatoren auf der Unterseite angebracht, weil das hier auf der Oberseite teilweise ein bisschen eng ist und hier natürlich auch immer mit Schrumpfschlauch. So, das ist fertig und kann zusammengebaut werden. Wenn so ein CD304 sehr viele Betriebsstunden hat, dann kann das mal passieren, dass das Display etwas schwach ist. Dann hat das in der Leistung ein bisschen nachgelassen. Man kann auch das wieder ein bisschen beheben, indem man die Heizdrähte hier in dem Röhrendisplay wieder frei brennt. Das ist aber sehr feinfühlig in der Anwendung. Da habe ich auch ein extra Video zu. Ich verlinke das dann nochmal hier oben. Das Video ist nicht normal erreichbar. Das ist also nicht gelistet, weil da ist das Risiko der Beschädigung des Displays gegeben. Deshalb nur unter vorgehaltener Hand. Aber wie gesagt, wenn das Display sowieso so schwach ist, dann kann man das ruhig mal riskieren und kann da wieder einiges wiederherstellen an Leuchtkraft. Wie das Displayglas eingebaut wird, jetzt bei dem kommenden Zusammenbau, das zeige ich jetzt hier auch nicht. Dafür gibt es auch ein extra Video, wo das detailliert aufgeführt wird. Das verlinke ich dann jetzt auch hier oben. Und dann kann man sich das anschauen, wie das dann im Detail funktioniert. Dann geht es jetzt ans Zusammenbauen der Front. Und der 304 ist wieder zusammengebaut. Auch mit neuem Displayglas. Das sieht jetzt also auch wieder ein bisschen schöner aus. Das Flackern im Display, das kommt übrigens durch die Kamera. Also jetzt in Natura flackert das nicht. Dann mal eine CD einlegen. Was haben wir hier? Ach, die ist natürlich wieder komplett zerkratzt. Mal schauen. Tell me, how can I get to Mars? I heard tell that they haven't got no cars. What they've got is everything we don't got. What they've got is everything they don't want.
Und da sieht man auch schön das CDM1, wie es sich dreht. Da kann man natürlich jetzt, könnte man noch einen USB-Eingang reinbauen, um das auch als DAC zu nutzen und ja, Internetradio, was auch immer, Streaming. Dafür muss man nur anstelle dieses Moduls kommt dann einfach dieses Schaltmodul, wird dann da eingesetzt. Da sieht man natürlich jetzt schlecht. So. Das wird dann statt diesem Modul da eingesetzt. Die Platine wird befestigt dann irgendwo, wo Platz ist. Hier ist viel Platz. Und dann einfach an die Rückwand die Buchse und schon haben wir einen hervorragenden DAC. So, dann haben wir wieder einen Patienten gerettet. I'm taking the easy way, taking the way of love. Beim nächsten Video zeige ich euch mal, wie man einen gefakten TDA-Chip ganz einfach ohne Messelektronik erkennen kann.